Und vor allem, wer findet denn sowas sexy? Das ist so altbacken, ne? Wenn ihr keinen Bock auf euer Date habt, hier. Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute sprechen wir mal ehrlich über Shapewear. Das sind diese eng anliegenden Teile hier, die ja jede Frau im Kleiderschrank haben sollte. Gefühlt versucht ihr jede zweite momentan auf Instagram so ein Teil anzudrehen. Ist es euch schon mal aufgefallen? Also verrückt, brauche ich nicht, habe ich selbst gekauft, vor Jahren schon. Und das Lustige ist, du siehst sie in der Regel nur einmal damit rumrennen und danach nie wieder. Warum? Denn Shapewear ist einfach mega unbequem. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ich habe es selbst ausprobiert. Ich fühle mich nicht wohler, ich fühle mich nicht sexier, ich fühle mich eher wie eine Presswurst. Meine erste Shapewear habe ich mir mit Anfang 30 oder so gekauft. Kennt ihr diese High-Waist-Unterhosen? Bestimmt. Für einen flacheren Bauch. Ne? Ich wollte keine Dellen sehen, ich wollte keine Wölbung haben, besonders dann, wenn ich diese eng anliegenden Kleider tragen wollte. Und mein Bauch war danach immer flach, immer. Ne? Also es war wirklich ein Strich in der Landschaft. Aber bis ich die Unterhose anhatte, ach du, da hätte ich mich schon dreimal an- und ausziehen können. Das darf ich niemandem erzählen. Ne? Ich glaube, ich habe über eine Minute gebraucht, bis die Unterhose perfekt saß. Das meine ich so. Und ich hatte die Größe M und die Größe S. Und da war nicht irgendwie hochziehen und fertig, boom, aus. Nein, das war ein ständiger Kampf. Ich habe mich immer eingeengt gefühlt. Kaum sitzt man im Auto, sofort unbequem. Du isst was, ne? Sofort Völlegefühl. Ich konnte nicht gut essen. Ich bin immer wie ein Stock gegangen. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich nicht gut atmen kann und vor allem habe ich Bauchschmerzen bekommen. Und gelegentlich mal Shapewear zu tragen, ist für die meisten Menschen gar kein Problem, eher unproblematisch. Aber was euch niemand sagt, ist, dass zu enges Tragen oder regelmäßiges Tragen gesundheitliche Probleme verursachen können. Zum Beispiel Verdauungsprobleme. Der Magen ist ständig eingedrückt, ne? Es kann zu Sodbrennen und Völlegefühl kommen, aber auch Atemprobleme, besonders dann, wenn der Brustkorb eingeengt ist durch so ein Kleid oder so. Hier Hautirritation, aber auch, was gibt es denn noch? Blasenprobleme habe ich auch schon gehört. Also man sollte da immer so ein bisschen mit Bedacht rangehen, finde ich. Und das erzählt dir niemand. Nur trag mal, kauf mal die Shapewear und du fühlst dich gut. Das Körperbild, das wir durch Shapewear erleben, ist ja nicht echt. Das ist ein Fake-Zustand. Normalerweise haben wir keinen so flachen Bauch oder keinen so optimierten Körper. Aber wenn ich nach ein paar Stunden Bauchschmerzen bekomme, dann trage ich das Teil nicht mehr. Also dann gehen bei mir die Alarmglocken an. Ich trage keine Shapewear mehr. Ich habe das Ding einmal anprobiert und danach keine Luft mehr bekommen. Und ja, seitdem liegt es bei mir im Kleiderschrank. Ich habe immer überlegt, ob ich es verkaufen kann, aber ich glaube, das kann ich nicht. Ne? Getragen, ist es getragen? Nein, eigentlich ist es nicht getragen. Ne? Und vor allem, wer findet denn sowas sexy? Ihr? Also ich meine, gut, es gibt andere Stoffe und es gibt auch andere Farben, aber das ist so altbacken, ne? Die Mutti, die um die Ecke kommt. Wenn ihr keinen Bock auf euer Date habt, hier. Da geht gar nichts mehr. Man hat nicht nur hübsche Sachen im Kleiderschrank, das sind so die Notfälle, so, ne? So die Goodies, die man auspacken kann. Ja, deswegen verkaufe ich es auch nicht. Irgendwie kommt mir das so vor, als hätte ich das von meiner Mama geklaut. Kennt ihr das? Oh Gott, darf sie nicht hören? Nein. Ich weiß gar nicht, ob meine Mutter sowas hat. Ach, egal. Das ist von der Marke Zara, ne? Die verkaufen auch sowas. Bringe ich zurück. Mein Bauch darf atmen. Dafür akzeptiere ich meine Wölbung und kann normal sitzen, essen, trinken, mich wohlfühlen, mich bewegen, statt ständig zusammengepresst zu sein. Und nee, das ist nicht so meins. Und vor allem ist das bei jeder Shapewear so, ne? Also klar, es ist ein Unterschied, ob hier Unterhose oder Kleid, aber jeder hat diesen Effekt, dass der Körper eben zusammengepresst wird. Ich fühle mich einfach ohne wohler und kann den Hype irgendwie nicht so ganz nachvollziehen oder so. Ja, es ist toll, so ein Teil zu haben, aber ja gut, ne? Kann man machen. Kann man machen, wenn man möchte. Ich mache es nicht. Wie steht ihr zu Shapewear? Ladies, erzählt mir das mal. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Hinterlasst mir gerne euer Feedback. Das war's. Das war's von mir und meiner Unterwäsche. Macht es gut, habt eine schöne Woche und auf Wiedersehen.